Gesundheit braucht Verstand und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Mouth-Taping. Ist so ein eingeführter Begriff und bedeutet im guten Deutsch nichts anderes, als sich den Mund zuzukleben. Und wer kommt wohl auf die Idee, so etwas zu tun? Das machen Menschen, die nachts nicht durch den Mund atmen wollen und die sich quasi zwingen wollen, durch die Nase zu atmen. Dadurch, dass der Mund verklebt ist, können die den Mund nicht aufmachen und müssen durch die Nase atmen. Das alles ist angeleitet durch ganz spezielle Atemtherapien, die das so mit auf dem Plan haben, dass man unbedingt darauf achten soll, nachts nicht durch den Mund zu atmen. Am Tage kann man das weitgehend kontrollieren, obwohl, wenn man nicht dran denkt, geht er vielleicht auch auf. Wenn man mal so nachdenklich irgendwo in der Ecke sitzt, funktioniert es vielleicht auch nicht, dass der Mund geschlossen bleibt. Und deswegen, am Tag kann man sich natürlich schlecht den Mund zukleben, aber deswegen kleben sie sich den nachts zu, damit das da wenigstens funktioniert. Also, es geht in erster Linie darum, durch die Nase zu atmen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, denn das muss sein. Denn die Nasenatmung ist die einzige gesunde Atmung und die muss tatsächlich Tag und Nacht stattfinden. Nur, ob das Tapen oder das Zukleben des Mundes jetzt die richtige Lösung ist, um die Nasenatmung zu verbessern und dauernd richtig einzustellen, das wollen wir jetzt einmal ansprechen. Also, Nasenatmung, wichtiger Faktor. Ich habe schon mal ein Video gemacht zu Buteyko-Atmung und wir haben auch eine spezielle Atemtherapie entwickelt in Kombination mit der Faceformer-Therapie, die auch von uns ist. Und wenn diese Atmung durch die Nase nicht erfolgt, werden die Menschen krank. Das ist definitiv so. Mundatmung macht krank. Durch die Nase muss man zunächst mal atmen, wird jeder Hals-Nasen-Ohrenarzt ja sagen, du musst durch die Nase atmen, damit sich die Luft anwärmt, anfeuchtet und reinigt. Das sind so die Grundprinzipien der Nasenatmung. Aber da kommt natürlich noch eine ganze Menge dazu, denn wir müssen zum Beispiel durch die Nase atmen, um so ein bestimmtes Gemisch von unserer Atemluft in unserer Lunge zu erzeugen. Denn was wollen wir eigentlich einatmen? Von der Idee her oder von der Meinung der meisten wollen wir Sauerstoff einatmen. Das können wir gar nicht übertrieben machen, denn unsere Luft, unsere Atemluft, also unsere Umgebungsluft, die enthält etwa 21% Sauerstoff. Insofern werden wir immer mit 21% Sauerstoff auch bei der Atmung zunächst mal bedient. Aber damit unsere Atmung gut funktioniert, nämlich damit der Sauerstoff überall zu jeder kleinen winzigen Zelle in unserem Körper kommt, braucht der eine bestimmte Zumischung, könnte man sagen. Nämlich Stickoxide und Kohlendioxid. Hört sich beides nicht so toll an, denn Stickoxide, die haben wir mühsam aus unseren Autoabgasen mit dem Katalysator rausgefiltert. Die wollten wir da gar nicht drin haben. Und CO2, das wisst ihr auch alle, das möchten wir auch möglichst stark reduzieren. Also CO2-Belastung wollen wir ja möglichst wenig haben, ein Dauerthema. Trotzdem, unser Körper braucht es. Er braucht Stickoxide. Und was meint ihr, wo die Stickoxide herkommen, die unser Körper ständig verwertet? Nicht aus der Luft. Denn das wäre nahezu tödlich, wenn viel Stickoxide in der Luft wären. Das sind Gott sei Dank minimalste Spuren nur von Stickoxiden. Aber die Stickoxide werden beigemischt aus unseren Nasennebenhöhlen und das kann nur funktionieren, wenn wir durch die Nase atmen, und zwar einatmen und ausatmen. In unseren Nasennebenhöhlen, also in den Schleimhäuten der Nasennebenhöhlen, werden also diese Stickoxide gebildet und wenn ich jetzt durch die Nase atme, gibt es immer so kleine Verbindungen zu den Nasennebenhöhlen aus unserem Nasenraum und aus unserem Nasenrachenraum. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da streift die Luft dran vorbei und zieht die Luft aus diesen Nasennebenhöhlen mit raus und da sind diese Stickoxide drin. Und die Kohlendioxide,
Da sind immer so Reste in der Lunge und die mischen sich auch dieser Atemluft bei. Das ist dazu gibt es den schönen Begriff Bohr-Effekt, nämlich der Herr Bohr, der Wissenschaftler Bohr, der hat das entdeckt, dass dieses Mischungsverhältnis so sein muss, damit in unseren Alveolen der Lunge, also das sind diese kleinen Bläschen in der Lunge, von denen aus der Sauerstoff oder dieses Gemisch in diesem Fall in unsere roten Blutkörperchen übertragen wird. Die werden also quasi aufgeladen mit diesem Sauerstoff angereicherten Material und dann werden sie über das Blut zu unseren Zellen im Körper transportiert, und zwar von hier oben aus bis in den kleinen Zeh und überall hin. Ja? So, und dieser Bohr-Effekt, der beschreibt nun, dass der Eintritt in die Zellen nur dann gut funktionieren kann, wenn diese Anreicherung tatsächlich erfolgt ist. Also sowohl die Übergabe an die roten Blutkörperchen dieses Gemisches, als auch der Eintritt in die Körperzellen ist erst dann möglich, wenn diese Mischung so vorhanden ist, wie ich gerade beschrieben habe. Also, wir haben dann sozusagen eine innere Atmung, wenn die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden. Und diese Stickoxide und dieser Kohlendioxid, das muss man sich so vorstellen, wie ist der Schlüssel, damit dieser Sauerstoff in die Zelle eindringen kann. Also ganz wichtig, durch die Nase zu atmen. Das ist richtig erkannt, deswegen kleben die sich den Mund zu, alles okay. Aber jetzt kommen wir zum Mundzukleben. Dürfen also nicht durch den Mund atmen, irgendwie muss er zu sein, ganz klar, aber er müsste normalerweise auf natürliche Art und Weise zugehen. Wenn der Mechanismus erhalten bleibt, dass der Mund aufgehen würde, wenn ich ihn nicht zuklebe, und dass die Nasenatmung nur dann funktioniert, wenn ich den Mund zugeklebt habe, dann ist das falsch. Denn der Mund muss auf natürliche Art und Weise zubleiben. Das heißt, er muss auch zubleiben, wenn ich ihn nicht zugeklebt habe. Das bekomme ich aber nicht hin, wenn ich mich mehr auf Nasenatmung konzentriere, also quasi nur das durch die Nase atmen trainiere. Denn der Mundschlussmechanismus, der ist ein ganz anderer. Der hat zwar mit der Atmung was zu tun, auch mit der Nasenatmung etwas zu tun, aber nicht nur. Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Da müssen nämlich, um einen natürlichen Mundschluss zu haben, muss zum Beispiel die Zunge gut funktionieren, ob man es glaubt oder nicht. Die Zunge braucht eine Spannung, damit sie den Unterkiefer nach oben halten kann. Das muss gleichzeitig Unterdruckverhältnisse im Mund sein, die nur dann korrekt anliegen können, also angepasst anliegen können, wenn die Zunge richtig funktioniert. Es ist also ein hochkomplexes Mechanismussystem, was da greift, und das trainiere ich überhaupt nicht, wenn ich jetzt durch die Nase atme. Da fehlt also was, um den Mundschluss gleichzeitig mitzutrainieren. Und deswegen hilft uns das Tapen gar nicht, denn sobald wir nicht mehr tapen, ist der Mund ja wieder auf. Und wer will denn schon jede Nacht Jahr aus, Jahr ein seinen Mund zu kleben, damit das endlich mal, damit das funktioniert, was er mir gerade in dieser einen Nacht erreichen will. Das heißt, er muss jede Menge Tape verbrauchen, damit er seinen Mund zuhalten kann. Außerdem, ich kann es mir überhaupt nicht angenehm vorstellen, mir den Mund nachts zuzukleben. Wir haben ja auch leichte Mundbewegungen und so weiter, die ich ja alle nicht mehr ausführen kann. Ich muss ja den gleichen Mund öffnen, aber wir haben beim Schlucken Bewegungen in den Lippen und. Und das möchte ich eigentlich nicht mit so einem Tape auch unterbunden haben, sondern ich möchte da frei sein. Ich möchte mich nicht in ein Korsett zwingen. Also mit den Tapen ist nicht mal eine Behelfslösung, ich würde es nicht mal versuchen. Was haben wir für eine Lösung? Ich habe ja schon gesagt, wir haben die Faceformer-Therapie entwickelt. Das ist eine Methode, mit der man sowohl Atmung, Schluckfunktion, also die elementarsten Funktionen des Menschen, die extrem wichtig sind, trainiert. Dazu gibt es auch eine spezielle Atemanweisung, wie man den Atem zu führen hat. Nämlich in der Regel sollen wir langsam atmen. Das berücksichtigen ganz viele Atemtherapien. Und wir sollen durch die Nase einatmen und durch die Nase ausatmen. Das schaffen wir hier mit dem Faceformer. Das ist quasi das Trainingsgerät für die Methode. Nur das Trainingsgerät. Mit dem muss man also trainieren, um etwas zu erreichen.
Wenn man das nur besitzt, dann hilft gar nichts. Also, wir haben hier eine Membran, die schafft einen Mundschluss. Die dichtet den Mundraum nach innen ab. Aber ich kann den frei bewegen, ich kann ihn jederzeit eben mal rausziehen und. Also ich habe keine Probleme, dass da irgendwas angeklebt ist. Bei Bartträgern funktioniert das Ankleben ja sowieso nicht. Aber hier haben wir wirklich einen Verschluss und es ist ein Trainingsgerät, das heißt, es sorgt dafür, dass ich Unterdruckbildung im Mund habe, es trainiert die Zungenfunktion, es trainiert die Nasenatmung und das auf ganz spezielle Art und Weise, weil es in ein komplexes Bewegungsmuster eingebaut wird. Also das Training besteht aus Einübung eines komplizierten Funktionsmusters, was ich lernen muss, was ich in meinem Gehirn abspeichern muss, damit alles das, was ich hiermit trainiere, gut funktioniert und dann habe ich auch einen Mundschluss auf ganz natürliche Art und Weise. Ja, das war unser Thema Maustaping, Mund zu kleben und überlegt euch das, ob ihr, wenn ihr schon Nasenatmen trainiert, ob ihr es dann nicht auch richtig machen wollt und dazu gibt es halt den Faceformer und das funktioniert immer, wenn man es macht. Danke für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder liken, an Freunde und Bekannte weitergeben und unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr einen Kommentar habt, dann schreibt ihn unter das Video. Wir gehen so schnell wie möglich darauf ein. Ihr kennt das ja. Und für heute, tschüss.